herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und du bist auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ich wollte dir heute zeigen, wie ich hier dieses Tuch gehäkelt habe mit dem Muster. Das ist ein ganz einfaches Tuch eigentlich. Es besteht nur aus zwei Mustern, also sozusagen zwei Mustersätze. Und das Tuch hier ist mit einer Vierernadel gehäkelt und einem Bobbel, der vierfach gelegt ist, also 4 Fäden hatte. Und ja, kann man so groß und lang häkeln, wie man das möchte. Ich zeige es dir jetzt mit einer 3,5er Nadel. Und ich habe mir so einen Wollrest zurechtgelegt. Und dann starten wir einfach mit dem Anfang. Es wird von der geraden Seite aus gestartet zur Spitze hin. Und ja, wie gesagt, das kann variieren. Da kann man das so groß und lang machen, wie man möchte. So, ich hole dich mal gerade ein bisschen näher ran. Und mache noch meinen Autofokus aus, dass das nicht immer so hin und her springt. So. Und ich zeige das auch, wie gesagt, alles immer Schritt für Schritt. Wenn du schon weißt, wie das funktioniert, alles kann man das ja auch einfach weiter spulen, sozusagen. Ja, ich starte mit meiner Schlaufe, mit meinem Anschlag und häkel jetzt als allererstes 4 Luftmaschen. 2, 3, 4. Man könnte auch mit dem magischen Ring starten, aber ich starte meistens mit den 4 Luftmaschen. Dann steche ich in die erste Luftmasche wieder ein, aber hinten sozusagen in den Buckel. Das hier ist ja einmal vorne und ich steche hinten in den Buckel ein. Hole den Faden und ziehe ihn komplett durch. Also ich schließe sozusagen meinen Ring. Dann gehe ich hin und gehe mit 4 Luftmaschen nach oben. 1, 2, 3, 4. Das ist als Ersatz unser erstes Stäbchen mit einer Luftmasche. Also die 3 Luftmaschen sind das Stäbchen und eine Luftmasche extra. Dann nehme ich den Umschlag auf die Nadel und steche in die Mitte von meinem Kreis ein. Hole den Faden und mache ein Stäbchen. Dann noch einmal den Umschlag und noch ein Stäbchen in die Mitte von unserem Kreis. So. Und noch einmal, so dass wir insgesamt 4 Stäbchen haben. So. Dann 2 Luftmaschen. Das wird jetzt die Spitze des Tuches. Und noch einmal Umschlag holen und nochmal in die Mitte 4 Stäbchen. 1, 2, 3 und die 4. Halt. Bevor wir das 4. machen, müssen wir noch unsere Luftmasche machen. Also 3 Stäbchen, eine Luftmasche und noch einmal das letzte, das 4. Stäbchen. So. Wir gehen mit 4 Luftmaschen nach oben, 2, 3, 4, wenden und machen hier in den Zwischenraum, wo unsere Luftmasche ist, 2 Stäbchen rein. 1, 2. So. Und ich bin jetzt am Anfang bei meinem Tuch auch noch mal komplett mit Stäbchen einmal lang gegangen.
bevor ich mit dem Muster starte. Das heißt, in jede Masche kommt bitte ein Stäbchen. 1, 2 und die 3. So, jetzt sind wir wieder an der Spitze. In die Spitze, also da wo unsere 2 Luftmaschen sind, machen wir in den Zwischenraum 2 Stäbchen. 1, 2, 2 Luftmaschen und noch einmal in denselben Zwischenraum 2 Stäbchen. 2. So, und jetzt wieder in jede Masche ein Stäbchen. 1, 2 und die 3. So, jetzt sind wir hier wieder bei unserem Zwischenraum und dort machen wir wieder 2 Stäbchen. 1, 2, eine Luftmasche und nochmal ein Stäbchen. So, jetzt gehen wir mit 4 Luftmaschen wieder nach oben. 3, 4, wenden unsere Arbeit und machen in den Zwischenraum nochmal 2 Stäbchen. Der Anfang und der Ende sowie die Spitze sind immer gleich. Also wir gehen mit 4 Luftmaschen nach oben und machen in den Zwischenraum 2 Stäbchen. Bei der Spitze 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und am Ende 2 Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal ein Stäbchen. Das ist immer gleich. Jetzt starten wir aber mit der ersten Musterreihe. Und die habe ich hier bei meinem Tuch über Kreuz gemacht. Das heißt, ich überspringe die erste Masche und steche mit einem Stäbchen in die zweite ein. Hole den Faden und mache ganz normal mein Stäbchen. Jetzt hole ich den Faden und steche in die Luftmasche ein, die ich eben übersprungen habe. Hole den Faden und mache ein Stäbchen. Und dadurch bekommt ihr so ein kleines X. Und das zieht ihr sozusagen durch, bis ihr wieder an der Spitze seid. Also die Masche überspringen, in die nächste einstechen, Faden durchziehen, Umschlag, in die übersprungene Masche einstechen, Faden holen, durchziehen und fertig. Noch einmal diese überspringen, in die nächste einstechen, Faden holen und durchziehen. Umschlag auf die Nadel, in die übersprungene einstechen, Faden holen und abmaschen. So, und jetzt habt ihr da so einen X-Verlauf. Jetzt ist hier zum Beispiel nur noch eine Masche übrig. Die füllt ihr jetzt einfach auf mit einem Stäbchen. Wenn sowas ist und euer Muster nicht mehr aufgeht, einfach auffüllen. Jetzt sind wir an der Spitze und da machen wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, und da wir ja eben mit einem Stäbchen unsere Reihe hier rechts beendet haben, starten wir unsere Reihe hier auch mit einem Stäbchen, damit das Muster halt gleich bleibt. Also einmal ein Stäbchen in die Masche und jetzt kommt wieder, wir überspringen die erste Masche und stechen in die zweite ein. Wir holen den Faden und stechen in die übersprungene ein. So, Faden holen, erste freilassen, in die zweite einstechen. Und jetzt in die übersprungene einstechen. So, seht ihr? Und jetzt geht das auch wieder auf. Hier die Masche überspringen, in die nächste einstechen. So.
Faden holen und in die übersprungene einstechen. So, und jetzt sind wir schon wieder am Ende. Das heißt, 2 Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen in den Zwischenraum. Eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. So. Wir gehen wieder mit 4 Maschen nach oben, 4 wenden und machen wieder unsere 2 Stäbchen in den Zwischenraum. So, ich muss mal gerade ein bisschen Faden abrollen. Ich bin jetzt hingegangen bei meinem Tuch und habe das Muster auf 3 Reihen wiederholt. Das heißt, ich habe dieses X-Muster, das überkreuzt, 3-mal gemacht und habe auch direkt hier vorne wieder angefangen. Das heißt, hier haben wir ja die 2 Maschen. Ich überspringe die erste und steche in die zweite ein und mache ein Stäbchen. Und jetzt wieder in die übersprungene. So. Und jetzt seid ihr schon wieder an eurem ersten X sozusagen und dort verfahren wir genauso. Wir überspringen die erste und machen in die zweite das Stäbchen. Dann in die übersprungene unser Stäbchen und ihr habt euer Muster. Und das geht jetzt weiter, bis wir oben wieder sind. Also eine überspringen und in die zweite das Stäbchen. Und dann das Stäbchen in die übersprungene und wieder eine überspringen und in die übersprungene Masche. So, und hier seht ihr es jetzt auch. Hier hatten wir ja einmal das Stäbchen und unsere 2 Stäbchen für die Ecke. Das heißt, wir kriegen hier noch einen Mustersatz hin. Das heißt, wir überspringen das eine, stechen in die zweite ein und machen unser Stäbchen. Und jetzt stechen wir in die übersprungene ein. So. Und hier, da wir ja jetzt nur noch eine übrig haben, eine Masche, machen wir einfach unser Stäbchen. So. Und jetzt folgt ja unsere Ecke. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, und wir starten die Reihe, die nach unten geht, immer so, wie wir die Reihe nach oben geendet haben. Das heißt, wir machen jetzt wieder ein Stäbchen und starten dann wieder mit dem Überspringen der Masche, also mit unserem X. Und das machen wir, bis wir wieder unten an der Ecke sind. So, ihr könntet jetzt auch hingehen und davon 4 Reihen häkeln oder 5 Reihen häkeln, wie euch das am besten gefällt. Das ist ganz euch überlassen. Wie gesagt, ich hatte 3 von diesem X und dann eine normale Reihe. So, wir sind jetzt wieder hier am Ende. Das heißt 2 Stäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen. So. Und jetzt kommt noch mal eine Reihe mit dem X einfach oben drauf. So, wenn wir jetzt hier am Ende angekommen sind, haben wir unseren Mustersatz ja 3-mal gehäkelt. Jetzt kommt die Ecke. Das heißt 2 Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in den Zwischenraum. Und dann sieht unser Dreieckstuch so schon mal aus. Jetzt bin ich hingegangen und habe zur Trennung sozusagen von den Mustern einfach noch mal eine Reihe Stäbchen
aufgesetzt. Das heißt, wir machen jetzt in jede Masche ein Stäbchen. In den Zwischenraum wieder unsere 2 Stäbchen. Ups. Na. Und jetzt in jede Masche ein Stäbchen. So. Jetzt habt ihr hier euer Tuch, den ersten Mustersatz, den Abschluss von dem Mustersatz. Den könnt ihr aber variieren, wie ihr möchtet. Wenn ihr das nicht machen möchtet mit den Stäbchen einmal drüber, müsst ihr das natürlich nicht machen. Jetzt gehen wir, stopp, ich glaube mein Garn reicht nicht mehr. Ich werde das gerade mal kurz wechseln. Dann machen wir gerade mal mit dem Rosa hier weiter. Da gehen wir dann 4 Maschen nach oben. 1, 2, 3, 4. Hier könnt ihr nachher vernähen oder verknoten oder. Ich lasse es jetzt so, weil zum Zeigen reicht mir das so. So, 4 nach oben, wir wenden die Arbeit und machen unsere 2 Stäbchen in den Zwischenraum. 2. So, und jetzt starten wir schon mit diesem Muschelmuster. Das heißt, wir überspringen die ersten beiden Maschen und stechen in die dritte ein und machen dort 5 ganze Stäbchen. Drei, 4 und das 5. So. Und jetzt überspringen wir wieder 4 Maschen und stechen in die 5. ein und machen wieder 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier kommen auch wieder 5 Stäbchen rein. 4 und 5. Und wieder 4 Maschen überspringen und in die 5. einstechen und 5 Stäbchen in dieselbe Masche häkeln. Und 5. So, und noch einmal 1, 2, 3, 4 in die 5. einstechen und 5 Stäbchen. Und 5. So, jetzt schauen wir. 1, 2, 3, 4, 5. Das würde also nicht mehr reichen. Das heißt, wir überspringen jetzt 2 Maschen und machen in die 3. ein Stäbchen. Wir füllen sozusagen jetzt den Rest der Reihe mit Stäbchen jeweils auf, weil wir das 5er Muster einfach nicht mehr hinbekommen. So. Jetzt sind wir wieder an der Ecke. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Jetzt gehen wir die Reihe hier wieder zurück. Das heißt aber, wir starten hier mit diesen 3 Stäbchen, mit denen wir geendet haben, starten wir hier. Das heißt, in die ersten 3 Maschen machen wir jeweils ein Stäbchen. 3.
Und jetzt sind wir wieder bei unserem Muster. Das heißt, wir überspringen die 2 Maschen und stechen in die dritte ein und machen 5 Stäbchen. 2, 3, 4 und 5. Wir überspringen jetzt wieder 4 Maschen. 1, 2, 3, 4 und in die 5. stechen wir ein. Wenn ihr euch fragt, warum das so ist, das ist, weil wir machen ja 5 Stäbchen in eine Masche. Das heißt, wir haben 5 Maschen. Ja? Ich zeige es euch gleich mal, dann kann ich es euch besser erklären. 5. Ja, wir haben ja hier 5 Maschen drauf und deswegen überspringen wir hier auch. In die 5. kommt immer unsere Muschel rein und für die anderen werden hier übersprungen. Ja, also das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Dieses werden unsere 5 Maschen, die wir hier oben in eine gehäkelt haben. Und jetzt hier auch wieder 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Und da wir ja immer 2 nebeneinander haben, werden 4 übersprungen und in die 5. kommen unsere Stäbchen rein. Das heißt jetzt 1, 2 für hier diese Masche, 1, 2 für das neue. 1, 2, 3, 4 und in die 5. kommt jetzt unsere Muschel mit 5 Stäbchen. 2, 3, 4 und das 5. So, und jetzt das Ganze noch einmal. 1, 2, 3, 4 in das 5. unsere 5 Stäbchen häkeln. Und 5. So. Das ist aber immer nur bei der ersten Reihe, beim ersten Wechsel von dem Muster. Ich zeige euch dann jetzt gleich, wie wir weiter häkeln. Wir machen jetzt als erstes in unseren Zwischenraum. Wir überspringen die nächsten beiden Stäbchen und machen in unseren Zwischenraum 2 Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. So, jetzt gehen wir für den nächsten Satz, den wir hier oben drauf setzen, 4 Luftmaschen nach oben, 4 wenden und machen in den Zwischenraum unsere 2 Stäbchen. So, jetzt ist das Ganze natürlich einfacher. Jetzt arbeiten wir nur noch in die Zwischenräume. Das heißt, hier in den Zwischenraum, hier in den Zwischenraum, hier in den Zwischenraum und machen da unsere Muschel drauf. Ja, das heißt, wir machen einen Umschlag und gehen in den ersten Zwischenraum, wo wir hier haben, ja, hier, und machen da 5 Stäbchen rein. 2, 3, 4 und die 5. So, das hier wird jetzt komplett ignoriert und wir arbeiten hier in den nächsten Zwischenraum noch einmal 5 Stäbchen. 2, 3, 4 und die 5. So, und das macht ihr, bis ihr wieder hier vorne seid. So, hier seht ihr es. Ich habe jetzt in jedem Zwischenraum die 5 Stäbchen gehäkelt. Jetzt sind wir hier wieder an der Spitze sozusagen. Und dort überspringen wir nur 2 Maschen und machen in die dritte unser Stäbchen. Und füllen den Rest mit Stäbchen einfach auf. So, an der Spitze machen wir jetzt wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg zurück, das heißt, wir füllen die ersten 3
auf mit Stäbchen, wie wir hier in der Runde geendet haben auf der Seite. Also wir machen jetzt hier in jede Masche ein Stäbchen, das heißt dreimal kommt ein Stäbchen und 3. So. Und jetzt gehen wir wieder in den Zwischenraum und häkeln da 5 Stäbchen rein. Ihr habt natürlich gesehen, ich habe hier die 2 Stäbchen übersprungen. Ja? Also so wie wir eben geendet haben, starten wir jetzt wieder. Und 5. Und füllen auch hier in jeden Zwischenraum auf mit 5 Stäbchen. So, und jetzt sind wir ja hier wieder an unserer Ecke. Das heißt, wir überspringen 1, 2 Stäbchen und machen hier in unseren Zwischenraum 2 Stäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen. So. So sieht das Ganze dann bis jetzt aus. Jetzt machen wir noch mal so eine Reihe oben drüber und dann zeige ich euch, wie wir noch mal übersetzen in das andere Muster. So, jetzt haben wir das soweit. Ich habe hier die Reihen mit den Muscheln auf 10 Reihen in meinem Tuch erweitert. Also ich habe 3 von diesen über Kreuz und 10 Reihen von diesen Muscheln hier. Aber das könnt ihr variieren, wie ihr möchtet. Ich zeige euch jetzt, wie ich den Übergang sozusagen gemacht habe, einmal von diesen Muscheln dann wieder in das Kreuzmuster. Denn den Übergang von den Kreuzmuster in die Muscheln haben wir ja. Und jetzt zeige ich es euch gerade nochmal umgekehrt. So, einmal die Ecke machen. Und jetzt machen wir wieder in jede Masche ein Stäbchen, sozusagen als Abschluss von unserem Muster. Kommt jetzt in jede Masche ein Stäbchen rein, bis wir einmal rum sind. Und dann zeige ich euch, wie wir das mit dem X noch einmal draufsetzen. Ja. Und die Sachen könnt ihr auch alle variieren. Also ihr müsst nicht jetzt nur davon 3 machen oder davon 10 machen. Das könnt ihr gestalten, wie euch es am besten gefällt. Ich hatte, wie gesagt, in meinem Tuch habe ich 3 Reihen mit diesem X, dann eine Reihe Stäbchen und dann 10 Reihen von dem Muschelmuster. Und dann wieder eine Reihe Stäbchen und dann wieder 3 Reihen mit dem X. Und geendet habe ich auch mit dem Muschelmuster, weil das so schön, also mir hat das sehr gut gefallen, dass das am Ende dann so wellig war einfach. Ich fand, das hat zu dem Tuch oder passt ganz gut zu dem Tuch. Ne? So, aber jetzt machen wir erstmal hier noch unsere Stäbchen einmal komplett drumherum, bis wir hier am Ende wieder sind. So, jetzt ist die Reihe mit den Stäbchen drüber und jetzt starten wir nochmal mit dem X-Muster. Für unsere Spitze wieder 2 Stäbchen in den Zwischenraum und wir starten direkt mit dem X. Das heißt, wir überspringen die erste Masche, stechen in die zweite ein und machen unser X. Dann in die übersprungene das Stäbchen, überspringen wieder die erste Masche, in die zweite kommt das Stäbchen und dann das Stäbchen in die übersprungene.
So. Und das ist dann auch schon der Übergang. Und das macht ihr dann so oft, wie ihr möchtet. Ja. Und dann könnt ihr das Tuch wachsen lassen, wie ihr das gerne hättet. Ja, wenn noch Fragen sind, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Und dann helfe ich euch da gerne weiter oder ich mache noch mal ein kleines Video dazu. Wenn irgendwas hier für euch unverständlich war, sagt mir da gerne Bescheid, damit das geklärt werden kann. Also ich denke mal, dass wir das hinkriegen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das kleine "So habe ich gehäkelt" gefallen. Und ja, dann bleibt gesund. Lasst gerne ein Däumchen da, wenn ihr mögt. Und ein kostenloses Abo. So verpasst ihr kein Video mehr zu meinen Sachen. Ich würde mich natürlich freuen. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Tschüss.